mal. Cheers. Wir spillen einfach gleich mal den Tee und ich wünschte, ich hätte es anders gemacht. Also wichtig. Das sind so die größten Punkte, dass man nicht so eine Schlawine hat wie den hier. Okay. Mein erstes Sit-Down-Video. Ganz schräg. Ich bin vorbereitet. Habe einen Boba Iced Tea. It's all for you, Kina. Can you lay down? Kina will auch einen Boba Iced Tea. Natürlich habe ich auch Leckerlis für den Kina. Soft. Oh! Schmeckt gut. Also, es geht heute um diesen Herrn hier. In dem Video geht es um Dinge, die ich gerne gewusst hätte, bevor ich mir einen Welpen geholt habe. Diesen Du hier. Dann hätte ich auch jetzt nicht so einen Schlawiner. Nein, du bist eh brav. You're a good boy. You just have to show yourself from your good side, okay? Wir spillen einfach gleich mal den Tee. Was mir vorher nie so bewusst war, war, dass man als Hundemama eine dicke Haut braucht. Und man muss wirklich wissen, wie man Nein sagt. Für mich als Introvert-Person ganz schlimm. Ich würde lieber die U6 in Wien von Anfang bis Ende durchfahren, als auf der Straße jemand zu sagen, hey, nein. 2017 haben meine Schwester und ich uns eine ganz alte Beagle-Dame aus dem Tierschutzhaus geholt. Und das war für mich mit Sozialphobie eigentlich irgendwo sehr hilfreich, weil ich natürlich viel mehr rausgekommen bin. Aber jetzt im Vergleich mit einem Welpen, mir war nicht bewusst, was da auf mich zukommt. Und das ist so ein richtig großer Punkt, dass ich wirklich gern gewusst hätte, oder ich war mir einfach nicht bewusst, dass man eben als Welpenmama, auch als Hundemama, aber als Welpenmama, wirklich lernen muss, Nein zu sagen. Man geht mit dem kleinen süßen Welpen spazieren und jeder, wirklich jeder, will deinem Welpen Hallo sagen. Man versteht natürlich, dass alle zu den Welpen wollen und er ist ja auch wirklich extrem süß. Aber was mir nicht bewusst war, ist, dass jedes Mal, wenn dein Welpe auf der Straße von fremden Personen gestreichelt wird und aufgehypt wird, dann gewöhnt er sich an das. Und mit der Zeit wird er vergessen, dass er eigentlich spazieren gehen soll und nicht zu viel Aufmerksamkeit auf andere Dinge richten sollte. Kinder zum Beispiel haben mir jetzt eine Phase, in der er einfach so abgelenkt ist, weil er als Welpe immer wieder draußen auf der Straße gestreichelt wurde und so, weil ich, um ehrlich zu sein, wirklich schlecht bin im Nein sagen und Fremdmenschen sagen, hey, bitte gib meinem Hund jetzt keine Aufmerksamkeit. Und das Gleiche gilt nämlich auch, wenn Familie zu Besuch kommt, wenn Welpe bei der Tür reinkommt, wenn jemand da ist. Wenn ein Welpe konstant die Aufmerksamkeit bekommt und konstant hochgehypt wird, ist es immer schwieriger, das dann nach ein paar Monaten umzustellen. Also das war wirklich schwierig für mich und ich wünschte, ich hätte es anders gemacht. Und da gehört auch dazu, dass man auch beim Spazierengehen, wenn dir jemand entgegenkommt mit einem anderen Hund, da echt aufpassen muss, dass da nicht zu viel Energiebündel aufeinandertreffen, weil erstens sind sie natürlich auch gefährlich, wenn sich die Hunde verhängen, wenn ein Hund vielleicht unabsichtlich aus dem Halsband oder dem Geschirr rausschlüpft oder sowas in die Richtung. Ein Gehsteig oder Wege sind einfach da, um mit dem Hund an alleine spazieren zu gehen. Das Spielen unter Hunden kann in Hundezonen stattfinden oder in Hundeauslaufplätzen. Es gibt so viele Möglichkeiten und dem wäre ich mir auch gerne früher bewusst gewesen, dass es schon wichtig ist, dass man da einfach ausweicht im Endeffekt. Mir ist nämlich dann schon oft aufgefallen, dass er unter Spazierengehen am Anfang ganz brav und alleine mitgeht und sobald nur jemand kurz gekommen ist und süße Welpe und streicheln und alles und spielen will, hat ihn das so aus der Bahn geworfen, dass er dann nur noch gezogen hat und einfach so aufgeregt war und wir eigentlich nach Hause gehen konnten, weil wir ihn gar nicht mehr runterbringen konnten. Und auch so ein Punkt, dass ich wirklich gern gewusst hätte,
bless you. Hunde- oder Welpenspielgruppen sind wirklich was ganz Tolles, aber je öfter Welpen mit anderen Welpen zusammenkommen und immer aufgehypt sind und spielen und bei jedem Zusammentreffen einfach Action ist, umso mehr gewöhnen die das auch, und das zeigt sich dann später auch, wenn die Hunde zusammenkommen, dass einfach nur Gas gegeben wird und es ganz schwierig ist, dann die Hunde irgendwie auch zur Ruhe zu bringen. Gehen wir mal in die Wohnungsgeschichte. Ich wünschte wirklich, wir hätten früher gewusst, dass es für den Balkon diese Pee-Pads gibt, also diese Pinkelmattenboxen, wo so Fake-Gras oben drauf ist. Wir wohnen im 4. Stock, die erste Wiese ist etwas weiter weg und mit einem jungen Welpen muss man wirklich teilweise stündlich raus. Und dann nicht raus und er kann es noch 10 Minuten halten, sondern er muss, wenn er muss. Wir haben ihn wirklich teilweise getragen, aber das war manchmal wirklich sehr schwierig, und als wir dann endlich diese Pinkelmatte uns geholt haben für den Balkon, das war so ein Game Changer, und ich wünschte, wir hätten das früher gehabt, weil wir haben sie dann nicht mehr so lange gebraucht, aber in den ersten Wochen wäre das schon wirklich gut gewesen. Und die sind auch nicht so teuer, also wirklich hilfreich. Dann auch ganz wichtig, es ist so wichtig, dass man den Hund natürlich belohnt, wenn er irgendein Kommando macht und so weiter. Aber was auch extrem wichtig ist, was ich so unterschätzt habe, dass man den Welpen belohnt, wenn er einfach ruhig ist. Also wenn er sich irgendwo hinlegt und entspannt, belohnen. Weil ein Welpe auch dadurch dann lernt, okay, wenn ich gechillt bin und ruhig bin, bekomme ich ein Leckerli. Das machen wir jetzt ganz viel mit Kina, weil ich mir dem vorher einfach nicht so bewusst war. Also wenn der Hund halt ruhig ist, dann ist es toll, aber man denkt nicht so darüber nach, dass man das jetzt belohnen sollte aktiv. Also wichtig. Auch ein ganz wichtiger Punkt ist Thema Tierarzt, Tierärztin. Es ist so wichtig, dass man einen Tierarzt oder Tierärztin hat, der man vertrauen kann, weil leider wird man schon recht oft abgezockt. Zumindest ist es mir bis jetzt schon ein paar Mal so passiert, und am besten ist echt, man geht zu irgendjemandem, wo man eine gute Empfehlung bekommen hat oder man kennt vielleicht die Person sogar, aber das ist echt eines der wichtigsten Dinge. Einfach im Vorhinein schon mal richtig gut erkundigen, wer vielleicht da eine gute Option wäre. Dann auch wichtig, Spielsachen. Da sind wir noch immer schlecht dabei, weil wir haben zwar so eine Box, aber noch keine richtige Box. Ich habe mittlerweile einige Spielsachen, die ich absolut liebe, weil die so eine gute Ablenkung sind und weil die ihn auch gut müde machen und die er auch als Welpe schon gehabt hat und einfach top sind. Auch so ein Thema, lass deine Welpen von Anfang an nicht in Räume, in die er später auch mal nicht rein darf. Ich war mir dem so bewusst, aber man vergisst es einfach irgendwo und man fokussiert sich dann auf andere Dinge. Dann ist es plötzlich nicht mehr so wichtig, wenn er kurz mal ins Bad reinläuft oder so. Und da ist es nämlich auch ganz wichtig, dass dein Welpe das gewöhnt ist, dass er erstens nicht in jedem Raum eben darf, aber auch, wenn du nämlich in dem anderen Raum bist, dass er einfach entspannt ist. Weil wenn du im Arbeitszimmer bist, du hast irgendwie ein Online-Meeting oder irgend sowas und dann ist ein Welpe vor der Tür und bellt und bellt und bellt und bellt, weil er nicht in einem anderen Raum alleine sein kann. Ganz schwierig. Das hat bei uns auch eine Zeit lang gedauert, bis Kina dann daran gewöhnt war. Noch ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich Training. Kina hat, glaube ich, in der ersten Woche, in der er bei uns war, Sitz gelernt. Da ist mir dann bewusst geworden, wie schnell Welpen wirklich Dinge lernen können. Was da einfach ganz wichtig ist, auch immer wieder zu Hause alles wiederholen. Ob es jetzt irgendwelche Tricks sind oder auch in der Lerne gehen, immer wieder zu Hause wiederholen. Auch den Maulkorb, auch wenn er nicht in Verwendung eigentlich ist. Das war bei uns auch so, wir haben den lange nicht gebraucht, er war viel zu groß, wir haben da eine falsche Größe bekommen und dadurch, dass der einfach nicht in Verwendung sowieso war, haben wir das ein bisschen liegen lassen auf der Seite und
Jetzt haben wir das alles neu lernen müssen und das wird zwar schon, aber wenn der Hund dann einfach schon älter ist, ist es nicht mehr so leicht. Vor allem wenn man einen Rüden hat und der in der Pubertät ist dann einfach draußen nochmal alles schwieriger, weil natürlich die Ablenkung riesengroß ist. Deswegen drinnen alles immer wiederholen. Und ich wünschte, ich hätte es von Anfang an gemacht und nicht erst vor einigen Wochen angefangen. Das habe ich sehr unterschätzt. Wirklich wichtig. Und noch 2 kleine Dinge. Ich wünschte, wir hätten Kina von Anfang an gelernt, dass er immer auf eine Couch darf, wo eine bestimmte Decke liegt, weil er natürlich jetzt, wo er bei uns auf die Couch darf, auch bei anderen zu Hause glaubt, er darf auf die Couch, und natürlich wollen das einfach viele nicht, was total gerechtfertigt ist, aber es wäre leichter gewesen, wenn es einfach dieses Zeichen geben würde, damit er da einen Unterschied erkennt. Und eines der absolut wichtigsten Kommandos und eines, das wir jetzt immer wieder üben, ist für uns zumindest leave it, also lass es los, raus damit, wie ich immer, weil Kina liebt es, Sterne zu fressen. So toll. Cheers to that. Grundsätzlich ein Kommando, das ich jetzt mit dem Wissen, das ich jetzt habe, von Anfang an gelernt hätte, wäre wirklich leave it. Es muss nur irgendwas auf der Straße liegen oder er hat eine Batterie im Mund oder was auch immer. Das ist mit eines der wichtigsten Kommandos, was ein Welpe lernen sollte, meiner Meinung nach. Das sind so die größten Punkte, dass man nicht so eine Schlawine hat wie den hier. Er kann brav sein, keine Sorge. Ja, und das war's eigentlich jetzt auch mal schon. Ich würde gerne ein Video machen mit so den besten Spielsachen und solchen Dingen, die wir so angesammelt haben. Weil das natürlich auch extrem hilfreich ist, wenn man da eine Routine hat. Aber bis dahin verabschieden wir uns. Right, Kina? Can you say bye? Dann sagen Tschüss.